Wie alles, das vom Menschen erschaffen wurde, hat auch die internationale Raumstation ein Haltbarkeitsdatum. Heute möchte ich mit dir gemeinsam die ISS etwas genauer unter die Lupe nehmen und ihren Beitrag zum menschlichen Fortschritt beleuchten. Hast du dich schon mal gefragt, was die Crews dort oben eigentlich machen den ganzen lieben Tag lang? Weißt du, was die Pläne der NASA für das Ende der Lebzeit der ISS sind? Was haben die anderen Mitglieder der ISS damit vor? Und wird die ISS nun in der Atmosphäre zum Verglühen gebracht oder wird sie das erste außerirdische Museum der Menschheitsgeschichte werden? In dieser Ausgabe bekommst du Antworten auf all diese und viele weitere Fragen. Ich habe ganz zum Schluss noch eine sehr spannende Ankündigung, also unbedingt dranbleiben. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars Chroniken abonnieren und das Video liken und auf los geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Ende Januar veröffentlichte die NASA ein 24 Seiten starkes Dokument, in dem sie ihre Absichten für die ISS in Bezug auf das Ende ihrer Lebzeit darlegen. Aber bevor wir in dieses Dokument einsteigen, sollten wir vermutlich noch einen genaueren Blick darauf werfen, was die ISS denn eigentlich genau ist. Die Internationale Raumstation ist eine modulare Raumstation in einem niedrigen Erdorbit auf einer mittleren Höhe von 370 bis 460 Kilometer und einer Neigung von 51,6 Grad zum Äquator im Zentrum der Thermosphäre. Das ist nicht hoch, wenn man die in geostationären Orbits befindlichen Satelliten auf etwa 36.000 Kilometer Höhe zum Vergleich hernimmt. Der Grund, weshalb man sich für diese Neigung entschied, ist, dass das die niedrigste Inklination ist, die Russland mit ihrer Sojus und der Progress Raumkapsel vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan aus bedienen kann, ohne über chinesisches Hoheitsgebiet zu fliegen. Man hatte die Chinesen damals nicht nur nicht gefragt, ob sie mitmachen wollen, sondern aktiv ausgeladen, weil man ihnen nicht vertraute und bis heute nicht tut. Und jetzt haben sie ihre eigene Station. Aus diesem Grund wäre es vermutlich nicht besonders höflich, danach darum zu bitten, über chinesisches Hoheitsgebiet fliegen zu dürfen, damit man die ISS mit Nachschub versorgen kann. Ich glaube, dass man damals China hätte einbinden müssen. Dann könnte die Welt heute etwas anders aussehen. Trotz dieses Schlamassels ist die ISS ein Musterbeispiel für internationale Zusammenarbeit auf höchstem Niveau. Allein, dass die USA und Russland da oben zusammenarbeiten, zeigt doch, was alles möglich ist. Aber zurück zum Orbit. Mit 28.000 km/h rast die Station um die Erde. Die Spezialisten unter euch wissen schon, dass das 93 Minuten pro Orbit oder 15,5 Orbits pro Tag bedeutet. Also könnten die Crews auf der ISS theoretisch mehr als 1 Dutzend Sonnenauf- und Untergänge am Tag sehen. Aber so viel Zeit haben sie nicht, denn sie haben einen straffen Tagesablauf. Dazu kommen wir aber später noch einmal. Ein Raumschiff größer als ein Fußballfeld auf diese Geschwindigkeiten zu bringen, ist kein Zuckerschlecken. Bis heute wird die ISS ständig erweitert und verändert. Aber bis sie so ausgesehen hat, wie wir sie kennen, hat es über 30 Missionen in 10 Jahren gebraucht. Mit der Zeit verliert die ISS aufgrund des atmosphärischen Widerstands, so gering auch sein mag, an Geschwindigkeit und somit an Höhe. Man spricht von etwa 2 Kilometer Höhenverlust pro Monat, wenn man nicht nachboostet. Das hat nichts mit der Impfung zu tun. Boosten bedeutet in unserem Kontext etwas anderes. Die Station hat 2 Haupttriebwerke am Aftende des russischen Svesta Service Moduls. Mit diesen kann sie chemischen Treibstoff verbrennen und ihre Geschwindigkeit und somit auch seinen Orbit steigern. Allein für Boostmanöver werden jährlich rund 7,5 Tonnen Treibstoff im Wert von fast 200 Millionen Euro verbrannt. So ein Boost kann auch mit Hilfe von angedockten Raumkapseln durchgeführt werden. Aber nicht jede Raumkapsel kann das. Die Dragon Raumkapsel von SpaceX ist dazu nicht in der Lage. Die 2 Raumkapseln, die das können, sind die beiden Weltraumfrachter Progress aus Russland und das Automated Transfer Vehicle oder kurz ATV der ESA. Ersterer ist bis heute in Betrieb. Tatsächlich schicken die Russen am Dienstag, dem 15. Februar um 5:45 Uhr in der Früh eine Nachschubsmission mit einer Progress-Sonde zur ISS. Sollte es Live-Bilder geben, werde ich den Start streamen. Der Stream ist jedenfalls eingerichtet für den Fall. Freue mich, wenn du Lust auf einen Raketenstart am frühen Morgen hast. Das ATV konnte das Dreifache der Progress transportieren, aber wurde nur 5 Mal zwischen 2008 und 2015 gestartet. Dazu verwendete man die Ariane 5. Es gab sogar Gemunkel, dass man eine ATV-Version für astronautische Raumfahrt ableiten könnte. Aber das bleibt abzuwarten. Das ist aber nicht das Thema heute. Lenk mich doch nicht ab, bitte. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, um einen Blick darauf zu werfen, wie zum Himmel sie diese Raumstation da hochgeschossen haben.
Das war nämlich ein ziemliches Unterfangen, zumal die einzelnen Module selbst schon nicht besonders handlich sind. Dazu müssen wir eine kurze Zeitreise in das Jahr 1984 antreten. Da startete die NASA das Projekt Space Station Freedom. Diese Station hätte eine orbitale Inklination von 28,5 Grad gehabt. Du erinnerst dich, dass der ISS liegt bei 51,6 Grad. Hier sind die Amis definitiv einen Kompromiss eingegangen. Space Station Freedom wurde niemals gebaut. Das Budget dafür wurde vom US-Kongress gestrichen. Die NASA schaffte es jedoch bis 1993 einige andere Länder mit an Bord zu holen. Das Projekt wurde abgeändert und da wurde auch der Name offiziell in Internationale Raumstation oder auf Englisch International Space Station geändert. Am 20. November 1998 startete eine russische Proton-Rakete mit dem ersten Modul namens Zarya, also 5 Jahre zwischen Projektstart und dem ersten Modul im Orbit. Das kann sich doch schon sehen lassen. Wenn dir die heutige Ausgabe gefällt, dann hau gerne auf Daumen hoch und abonniere gerne den Kanal, damit du auch in Zukunft immer auf dem letzten Stand der Dinge in der Raumfahrt bist. 2 Wochen später lieferte das Space Shuttle Endeavour 3 weitere wichtige Teile. Das Unity-Modul, welches den russischen mit dem amerikanischen Teil der ISS verbindet, und 2 sogenannte PMA. Das steht für Pressurized Mating Adapter und ist etwa mit bedrückter Ansteckadapter zu übersetzen. Diese braucht es nämlich, um die unterschiedlichen Anschlussstellen kompatibel zu machen. Unity ist bis heute das Modul, in welchem die Crews sich zu Mahlzeiten versammeln. So hätte die ISS aber nicht lange überlebt, denn erst mit dem nächsten Modul, nämlich dem vorhin schon erwähnten Zvezda Service Modul, bekam die Station im Juli 2000 die notwendigen Lebenserhaltungssysteme und das Antriebssystem. Noch im selben Jahr startete mit der Expedition 1 die erste bemannte Mission mit der Crew, die die ISS dauerhaft bewohnen sollte. William Shepard, Sergei Krikalev und Juri Gizdenko waren die ersten Bewohner der Raumstation. Seither ist die ISS immer mit mindestens 2 Personen besetzt. Nach der endgültigen Pensionierung des Space Shuttles wurde der durchschnittliche Orbit von 350 km auf 400 km angehoben. Während der Bauphase senkte man regelmäßig die Höhe, um schwere Nutzlasten abzuholen. Übrigens, die ISS war nicht die erste bewohnte Raumstation. Vor ihr hatte es 8 andere Raumstationen gegeben, die langfristig bewohnt waren. Zum Beispiel waren die russischen Raumstationen Salyut, Almaz und Mir lange vor der ISS bewohnt. Die Amerikaner hatten Skylab. Die erste Frau auf der ISS war Generalleutnant der US-Luftwaffe und Astronautin Susan Helms mit der Expedition 2 im März 2001. Der erste Europäer war der Brigadegeneral außer Dienst der deutschen Luftwaffe und ESA-Astronaut Thomas Reiter mit der Expedition 13 im März 2006. Die beiden anderen Deutschen, die dort waren, kennst du vielleicht. Alex Gerst war Teil der Expedition 40 im Mai 2014 und Matthias Maurer ist aktuell als Teil der Expedition 16 auf der ISS. Österreicher und Schweizer waren noch nicht auf der ISS. Insgesamt wurde sie von 244 Menschen in über 400 Missionen besucht. Die kürzeste Mission verbuchte der Brigadegeneral der französischen Luftwaffe Leopold Eyard mit 49 Tagen. Das war im ersten Quartal 2008 bei der Expedition 16. Scott Kelly und Mikhail Kornienko hingegen halten den Rekord für die längste Mission. Die beiden verbrachten 340 Tage am Stück auf der ISS. Hut ab! Das bedeutet 340 Mal den Kaffee von gestern trinken. Der Plan war ursprünglich, dass zu jeder Zeit 6 Menschen dort sind. Das braucht es nämlich, um die ISS sinnvoll auszulasten. Sie muss ja gewartet werden auch. Diese Crews hätten etwa jedes halbe Jahr gewechselt werden sollen. Was jetzt kommt, werden die Shuttle-Fans nicht gerne hören. Ich hatte schon in meinem Video über Weltraumflugzeuge ausführlich darüber geredet. Daher nur ganz kurz. Salopp ausgedrückt wurde die NASA von ihren Auftragnehmern betrogen. Bekannte Probleme wurden aus betriebswirtschaftlichen Gründen ignoriert. Das hatte zur Folge, dass 2 volle Shuttle-Crews zu je 7 Menschen ums Leben kamen. Im Endeffekt wurde das Shuttle-Programm beide Male auf Eis gelegt, was dazu führte, dass die Crew der ISS während dieser Zeit teilweise auf 2 Leute schrumpfte. Zu zweit ist man die meiste Zeit damit beschäftigt, die Station am Laufen zu halten. Da bleibt nicht viel Zeit für Forschung und Experimente. Also haben wir viel Zeit verloren. Deswegen fand ich es umso schöner, als ich gelesen habe, wie es die NASA ausdrückt. Die ISS tritt nun in ihr drittes und produktivstes Nutzungsjahrzehnt ein, einschließlich der Weiterentwicklung der Forschung, der kommerziellen Wertschöpfung und der globalen Partnerschaften. Das erste Jahrzehnt der ISS war der Montage und
Die zweite war der Forschung und technologischen Entwicklung sowie dem Erlernen der Vorgehensweisen gewidmet. Wie führt man gewisse Aktivitäten am effektivsten im Weltraum durch? Das dritte Jahrzehnt ist eines, in dem die NASA gewisse Technologien ausreifen und überprüfen möchte. Damit wird im dritten und letzten Jahrzehnt eine Grundlage für die kommerzielle Nutzung der ISS gelegt. Und hier sind wir schon mitten im Dokument. Die Auswirkungen von längeren Weltraummissionen sollen weiter abgefedert werden. Aber auch die Forschung soll neue Dimensionen annehmen. Im Moment wird in 275 verschiedenen wissenschaftlichen Unterdisziplinen geforscht. Es soll in der letzten Dekade in noch mehr Gebieten geforscht werden. Die ISS soll ihren Inkubationsfaktor noch weiter ausbauen. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich bei den Experimenten an. Davor möchte ich noch der Vollständigkeit halber alle beteiligten Länder nennen. Von den USA und Russland wisst ihr schon Bescheid. Kanada lieferte den Multifunktions-Kanada-Arm 2. Dieser Roboterarm hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Das japanische Modul Kibo hat auch einen eigenen Roboterarm. Die ESA stellte mit 10 Mitgliedsländern unter anderem das Columbus Labor bereit, welches Anfang 2018 mit dem Space Shuttle Atlantis zur Montage geliefert wurde. Die besagten Länder sind das Vereinigte Königreich, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Italien und Spanien. Österreich hat sich nicht durchringen können, aktiv mitzuwirken. Wie gesagt, wird die ISS laufend erweitert und verändert. So auch als das vorletzte russische Modul im Juli 2021 von der Proton M geliefert wurde. Das Andocken dieses Moduls sorgte für einen großen Aufschrei. So heftig tatsächlich, dass dabei komplett unterging, dass die ESA mit dieser Proton ihren Roboterarm mit dem kreativen Namen European Robotic Arm oder kurz ERA zur ISS befördert hatte. ERA hat mit fast 10 Metern Länge etwa ein Drittel der Größe des Kanada-Arms. Es gibt aber auch andere Kräne, Plattformen und externe Lager, die wir heute außen vor lassen. Die letzte Erweiterung namens Brichal lieferte eine Soyuz im November 2021. So, und jetzt kommen wir zu dem, was die ISS geleistet hat. Ich habe mit Hilfe des Rechercheteams im Discord einige besonders coole Experimente für dich zusammengetragen. Diese Grafik zeigt besonders schön, welche Bereiche der Wissenschaft erforscht werden. Angefangen bei so normalen Sachen wie Mathematik, Physik, Chemie und Medizin, über ausgefalleneres wie Soziologie, Astrobiologie und Ingenieurswissenschaften bis hin zu ganz verrückten Sachen wie 3D-Drucker und Biodrucker. Ja, du hast richtig gehört. Neben einem normalen 3D-Drucker, der mit Plastik drucken kann, gibt es auch einen sogenannten Biodrucker. Was der kann, willst du wissen? Nun, die Idee ist, später mal ganze Organe und Körperteile drucken zu können. Bis es soweit ist, verwendet dieser Biodrucker eine Probe menschlicher Zellen, um angepasste Wundverbände herzustellen. Bei der Erkundung des Weltraums müssen Hautverletzungen effizient und schnell versorgt werden. Die NASA drückt es so aus: Bioprinting, eine Unterkategorie des 3D-Drucks, verwendet lebensfähige Zellen und biologische Moleküle, um Gewebestrukturen zu drucken. Eine Studie der deutschen Raumfahrtagentur Bioprint First Aid demonstriert einen tragbaren Bioprinter, der die eigenen Hautzellen eines Patienten verwendet, um ein gewebebildendes Pflaster zu erstellen, um eine Wunde zu bedecken und den Heilungsprozess zu beschleunigen. Ist das nicht der Wahnsinn? Stell dir vor, was das in Zukunft ermöglichen könnte. Menschen müssten nicht auf Organspender warten. Ich fantasiere hier jetzt ein wenig, aber stell dir vor, man könnte eine verletzte Milz oder irgendein anderes Organ einfach an einem Tag drucken und transplantieren. Genau das habe ich vorhin mit Inkubationsfaktor gemeint. Die ISS hat heute schon einen hohen vorzuweisen. Das bedeutet, dass neue Technologien auf der ISS getestet werden können, bevor sie Marktreife erlangen und in der breiten Masse ankommen. Ich kann das nicht oft genug betonen, wie sehr wir von der Forschung auf der ISS profitieren. Kennst du schon den Mars Chroniken Merch Shop? Dann wird es Zeit. Link dazu in der Videobeschreibung unten. Deswegen hält die NASA fest, dass sie planen, die Kommerzialisierung voranzutreiben. Das heißt, dass die ISS zu einer Plattform für Forscher verschiedenster Disziplinen wird. Wenn Axiom Space mit ihrem Ausbau der Raumstation beginnt, werden weitere Schlafplätze zur Verfügung stehen. Im Moment gibt es 7 permanente Schlafplätze. Es gibt Möglichkeiten, temporäre Schlafplätze einzurichten, aber das ist nicht ideal. Axiom Space soll das ändern. Ihr Ausbau wird sich vor dem Ende der ISS-Lebzeit von der Mutter sozusagen loslösen und eine eigenständige Station werden. Auch die neueren russischen Module und das japanische Kibo-Labor könnten eigenständig werden. Jedoch müssten sie noch ergänzt werden, damit sie Lebenserhaltungs- und Antriebssysteme bekommen. Aber durchaus vorstellbar. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es mittlerweile zahlreiche externe Plattformen für Erdbeobachtung, Astronomie und diverse andere Experimente. Der käufliche Erwerb dieser Plattformen soll forciert werden. Die ISS soll ein brummender Forschungsblock werden.
Es soll ein Kommen und Gehen herrschen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Aktuell laufen hunderte Experimente von Unis, Behörden und Ländern auf der ISS. Einer der coolsten Perks der ISS ist Dexter. Das ist ein Roboter mit 2 Armen, welches an den gleichen Adaptern wie der Kanada-Arm docken kann. Tatsächlich können diese beiden auch kombiniert werden, um die Reichweite und Effektivität des Arms zu erhöhen. Aber vermutlich eine der eindrucksvollsten Errungenschaften war, als man ein sogenanntes Rubidium-Bose-Einstein-Kondensat oder kurz BEC beobachtet hat. Genau, ich habe auch keinen Plan, was das bedeuten soll. Aber ich habe es mir erklären lassen. Das BEC ist ein Aggregatzustand, den wir nicht so gut beherrschen. Du wirst Wasser kennen. Wenn es flüssig ist, dann ist es im flüssigen Zustand. Wenn wir es kochen, dann geht es in die Gasform über und wenn wir es einfrieren, dann geht es in den starren Zustand über. Ich dachte, da hört das sich schon auf. Es scheint aber jede Menge anderer Aggregatzustände zu geben. Ich verlinke dir den Wikipedia-Artikel dazu in der Videobeschreibung unten. Ich werde aber auch nicht versuchen, dir das Bose-Einstein-Kondensat zu erklären. Aber ganz kurz gesagt, handelt es sich dabei um einen extremen Aggregatzustand eines Systems ununterscheidbarer Teilchen, in dem sich der überwiegende Anteil der Teilchen im selben quantenmechanischen Zustand befindet. Das ist nur möglich, wenn die Teilchen Bosonen sind und somit der Bose-Einstein-Statistik unterliegen. So zumindest die Kurzbeschreibung in Wikipedia. Du denkst jetzt vermutlich genau das gleiche wie ich. Was soll dieser Unsinn? Wer soll das verstehen? Aber zum Glück verstehen die klugen Menschen auf der ISS mehr davon als ich und anscheinend ist das eine Sensation. Auch auf Wikipedia steht, daraus resultierende Eigenschaften sind Suprafluidität, Supraleitung, Suprasolidität oder Kohärenz über makroskopische Entfernungen. Letztere erlaubt Interferenzexperimente sowie die Herstellung eines Atomlasers, den man durch kontrollierte Auskopplung eines Teils der Materiewelle, aus der das Kondensat haltende Falle enthalten kann. Bin mir nicht sicher, ob ich alles in diesem Satz verstanden habe, aber das klingt doch, als könnte man das für sinnvolle Erfindungen nutzen. Vielleicht verstehst du ja mehr davon als ich. Bitte hilf mir in den Kommentaren, das Bose-Einstein-Kondensat besser zu verstehen. Im Endeffekt ist alles, was da oben ist, ein Experiment. Jedes einzelne Gerät, jede Stunde, die jemand da oben verbringt, alles Experimente. Das habe ich gelernt, als ich während der Recherche zu dieser Ausgabe das fliegende Klassenzimmer mit Alex Gerst entdeckt habe. Ich muss das jetzt mit dir teilen. Wusstest du, dass wenn man einen Turm bauen würde, der von der Erdoberfläche aus 400 Kilometer hoch wäre, dann könntest du die Erdanziehungskraft normal spüren, wenn du oben stehst. Die Astronauten auf der ISS empfinden die Mikrogravitation nur, weil die ISS mit 28.000 km/h um die Erde herumfliegt. Dadurch befindet sie sich ständig im Fall. Mo hat es in seinem legendären Senkrechtstarter-Video zur Gravitation besser erklärt. Kann ich sehr empfehlen. Und das war nur eines der vielen Beispiele für derartige Formate, für groß und klein. Ich habe eine Riesenfreude an diesen Sendungen. Genauso cool wie das fliegende Klassenzimmer ist die Cupola. Hier bekommt man die Möglichkeit, die wundersame Schönheit unseres Planeten in seiner vollen Pracht bewundern zu dürfen. Hier hat Alex Gerst auch seine berühmte Ansprache an seine Enkelkinder aufgenommen. Hier ein Ausschnitt. Liebe Enkelkinder, ihr seid noch nicht auf der Welt und ich weiß nicht, ob ich euch jemals treffen werde. Deswegen habe ich beschlossen, euch diese Nachricht hier aufzuzeichnen. Ich befinde mich gerade auf der Internationalen Raumstation im Cupola-Aussichtsmodul und schaue auf euren wunderschönen Planeten runter. Und obwohl ich bis jetzt schon fast ein Jahr im All verbracht habe und an jedem einzelnen Tag darunter geschaut habe, kann ich mich einfach nicht daran satt sehen. Ich weiß, es hört sich für euch vermutlich komisch an, aber zu der Zeit, als die ISS gebaut wurde und hier oben im Orbit war, konnte noch nicht jeder Mensch in den Weltraum reisen und die Erde von außen sehen. Vor mir waren es gerade mal um die 500 Menschen und im Moment leben da unten 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und nur 3 einzelne davon leben im Weltraum. Und wenn ich so auf den Planeten runterschaue, dann denke ich, dass ich mich bei euch wohl leider entschuldigen muss. Im Moment sieht es so aus, als ob wir, meine Generation, euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden. Im Nachhinein sagen natürlich immer viele Leute, sie hätten davon nichts gewusst, aber in Wirklichkeit ist es uns Menschen schon sehr klar, dass wir im Moment den Planeten mit Kohlendioxid verpesten, dass wir das Klima zum Kippen bringen, dass wir Wälder roden. Und deswegen ist das Einzige, was mir bleibt, zu versuchen,
eure Zukunft möglich zu machen. Und zwar die beste, die ich mir vorstellen kann. Internationale Raumstation, Kommandant der Expedition 57, Alexander Gerst, 25. November 2018, 400 Kilometer über der Erdoberfläche. Wow, oder? Ich sag's dir, Astronautinnen und Astronauten bekommen den Blick von außen. Wir müssen auf Alex hören. Aber jetzt genug in die Vergangenheit geschaut, es wird Zeit, dass wir nach vorne blicken. Genau das macht die NASA nämlich. In ihrem Dokument unterstreichen sie noch einmal, dass sie bereits Blue Origin, Nanoracks und Northrop Grumman zum Bau von kommerziell nutzbaren Raumstationen verpflichtet haben. Ich habe ein eigenes Video zur Zukunft der Raumstationen produziert, wo ich all diese und andere Raumstationen vorstelle. Du findest es hier in der Infobox. Also, die NASA möchte nicht mehr der Betreiber einer Station sein, sondern nur Kunde bei einem oder mehreren Raumstationen sein. Und das ist auch der Weg, den Europa einschlagen wird. Ich sehe keine eigenständige europäische Raumstation. Die NASA denkt sich wohl, sie muss nicht die ganze Kuh kaufen, wenn sie doch nur ein wenig Milch braucht. Die vorhin genannten Raumstationenbetreiber werden in der ersten Phase der Entwicklung ihre Konzepte und Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dadurch, dass die NASA ihre Crews in den kommerziellen Stationen arbeiten lassen will, werden sich die Betreiber einem Zertifizierungsverfahren unterziehen müssen. Und wenn die Stationen gut genug für unsere klügsten und feinsten Menschen sind, dann sind sie für den Rest allemal gut genug. Diese erste Phase geht bis etwa 2025. Aber wie viele von euch wissen, wäre da schon das ursprünglich geplante Ende der ISS. Zudem hat Russland angekündigt, dass sie aufgrund der ihnen auferlegten Sanktionen 9 Monate früher aus dem gemeinsamen Projekt aussteigen. Also 2024 schon. Sie werden ihren Teil vermutlich abdocken, einige Module deorbiten, andere weiterverwenden und vielleicht sogar ausbauen. Die beteiligten Länder und Organisationen haben alle ihre unabhängigen Untersuchungen angestellt und demnach sollte es sicher sein, die Station bis Ende des Jahrzehnts zu betreiben. Das nötige Budget dafür hatte die NASA schon 2018 über ein Gesetz sichergestellt. In dem neuesten Dokument dazu wird im Detail beschrieben, wie die restliche Lebzeit und das Ende davon aussehen werden. Nach der erhöhten Auslastung in den nächsten 8 Jahren werden einige wenige Instrumente und alle Datensätze zur Erde geschickt. Während das passiert, kommen im Jahr 2030 3 Progress-Frachter an. Jeder dieser Frachter wird gebraucht, um genug Geschwindigkeit und damit auch Höhe abbauen zu können. Das geschieht, indem die Triebwerke in die Flugrichtung feuern. Währenddessen werden für diese sogenannten retrograden Manöver aber auch die eigenen Triebwerke verwendet. Du erinnerst dich, dass die ISS eigene Triebwerke hat. Je nach Zustand und Dichte der Atmosphäre kann mehr oder weniger Delta-V benötigt werden, um den sogenannten Point of No Return zu erreichen. Bis Januar 2031 soll dieser Punkt erreicht sein. Dann geht es schnell. Ich hoffe, die NASA filmt das für uns. Die Trümmer werden über dem Südpazifik herunterkommen, weit weg von jedem Bevölkerungszentrum. Das meiste jedoch wird verbrennen und die wenigen Überbleibsel fallen zischend in den Ozean. In dieser Übergangsphase sparen die Beteiligten viele Ressourcen. Was ich toll gefunden habe, war, dass die NASA Teile dieser frei werdenden Ressourcen in die Beseitigung und Vermeidung von Weltraumschrott steckt. Ein Teil wird natürlich in die astronomische Erkundung des Weltraums gesteckt, aber das meiste wird frei für Wissenschaft. Das ist doch hervorragend. Allein in den 2 Jahren nach der Dekommissionierung spart die NASA über 2 Milliarden $. Das ist die Hälfte des europäischen Weltraumetats. Genau so soll das laufen. Die ISS gilt als das teuerste Bauwerk der Menschheit. Bis 2010 waren inflationsunbereinigte 150 Milliarden US-Dollar hineingeflossen. Das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt von Katar, Ungarn oder Kasachstan zum Beispiel. Nehmen wir an, dass wir etwa 20.000 Personentage zwischen 2000 und 2015 zu verbuchen hatten. Dann kostet ein Aufenthalt etwa 7,5 Millionen US-Dollar pro Person und Tag. Jede Sekunde kostet demnach also fast $90. Deswegen ist der Tagesablauf der Astronauten auch so streng durchgeplant. Aber wie wir vorhin gesehen haben, hat die ISS neben dem monetären auch einen großen sentimentalen Wert für viele Menschen. Und ihr Inspirations- und Inkubationsfaktor ist ungeschlagen und von unschätzbarem Wert für die gesamte Menschheit. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du von diesem Plan und allgemein von der ISS hältst. Ich lese mir immer gerne eure Kommentare durch. Und auch wenn ich nicht immer reagiere, so lese ich doch wirklich alle. Und jetzt, meine Damen und Herren, viele von euch haben es schon mitbekommen, dass Elon Musk sein nächstes offizielles Starship-Update für Freitagmorgen unserer Zeit angekündigt hat.
Moritz und ich werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 2:30 Uhr in der Früh beim jeweils anderen zu Gast sein und das Spektakel gemeinsam für euch live kommentieren. Wir freuen uns auf euch. Die Links zu den Streams findest du in der Videobeschreibung unten. Danke fürs Einschalten, Peraspera, ad Astra.